In erster Linie benötigen wir Stoffe, Bänder und einen Bratschlauch bzw. Knisterfolie, die man in Bastelläden kaufen kann. Aber man kann auch, wie gesagt, mit einem Bratschlauch Vorlieb nehmen. Als erstes habe ich mir die Form eines Vogels auf ein Backpapier gezeichnet. Und das werde ich jetzt auf den Stoff für die Vorder- und für die Rückseite mit Stecknadeln feststecken. Wenn das gemacht ist, nehme ich mir eine Schere und schneide einfach entlang dieser Linie. Das gleiche mache ich jetzt auch mit dem anderen Stoff, beziehungsweise in diesem Fall ist es ein Frottee-Tuch. Die Größe des Vogels beträgt jetzt ca. 20 x 15 cm. Aber wenn das dann alles zusammengenäht ist, ist das Ganze natürlich etwas kleiner. So, ich habe mir jetzt schon mal ein Stück von dem Bratschlauch abgeschnitten. Und bevor wir das jetzt mit dem Stoff zusammennähen, werden wir erstmal ein paar Löcher in diese Folie machen, am besten mit einem Locher. Für den Fall, wenn das Tuch auf das Gesicht des Babys kommt, dass das Baby dann trotzdem noch Luft bekommt. Wenn die Löcher dann gemacht sind, legen wir unseren Stoff da drauf und stecken das mit Stecknadeln fest. Wenn das dann gemacht ist, können wir das Ganze mit einem halben Zentimeter Abstand vom Rand mit der Nähmaschine zusammennähen. Es reicht allerdings auch schon, wenn man das nur hier oben annäht. Das heißt, das gewährleistet ist, dass das Ganze nicht mehr verrutscht. Und jetzt können wir die Knisterfolie ein bisschen zurückschneiden. Wenn man möchte, kann man sich hier auch noch so ein kleines Auge aufnähen. Da nehme ich einfach jetzt Nadel und Faden und nehme mir das mit der Hand auf. Als nächstes habe ich mir wieder eine Vorlage auf Backpapier aufgezeichnet. Das soll das Flügelchen werden. Und dann habe ich mir noch ein bisschen Nahtzugabe drum herum gezeichnet. Und dann nehme ich mir den anderen Stoff, lege den hier rechts auf rechts. Der soll groß genug sein, dass die Vorlage da drauf passt. So, und dann wird das wieder festgesteckt und ausgeschnitten. Dann stecken wir die beiden eben ausgeschnittenen Stoffe, die rechts auf rechts liegen, fest und werden das hier auch wieder mit einem halben Zentimeter Abstand rundherum nähen, lassen aber auch noch eine kleine Wendeöffnung. Wenn das Ganze dann genäht ist, stülpt man das mit Hilfe dieser Wendeöffnung einfach um. Wenn man möchte, kann man da auch noch ein bisschen Knisterfolie reinstecken. Und dann näht man einfach diese Öffnung mit der Hand wieder zu. Als nächstes stecken wir den Flügel fest und nähen ihn an.
Und zwar nähen wir ihn nur an dieser Kante entlang fest. Als nächstes werden wir jetzt Auge und Flügel auch auf den anderen Stoff nähen. Allerdings müssen wir darauf achten, dass der Vogel hier in die andere Richtung zeigt und wir das auf diese Seite nähen. Wenn das dann gemacht ist, schneiden wir uns Bänder zurecht, die ungefähr 9 cm lang sind, und knicken die. Und die werden dann hier hinten angenäht. Wir legen die jetzt aber so, dass sie nach innen zeigen. So, und hier unten kommen dann auch noch 2 Bänder dran. So, und als nächstes wird dann rechte Seite auf rechte Seite gelegt. Und dann wird der Rand zusammengenäht und eine Wendeöffnung wird gelassen. Jetzt werden wir aber noch vorsichtig hier die beiden Stoffe mit den Bändern festklemmen. Wenn das dann zusammengenäht ist, können wir das Ganze über die Wendeöffnung umstülpen. So, und dann muss nur noch hier die Wendeöffnung per Hand zugenäht werden und dann sind wir auch schon fertig.